Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video zeige ich euch 3 verschiedene Buntvarianten, die ihr für meine Schnittmuster alle ergänzen könnt. Das ist zum einen diese Variante, da denkst du dir jetzt vielleicht, da ist doch gar nicht so viel anders, aber hier ist der Bund etwas schmaler gemacht, dass das Gummi etwas strammer drin sitzt. Es gibt gleich eine ganz andere Optik. Dann haben wir eine Variante, die ist ein bisschen sportlicher, da habe ich den Bund noch mehrmals abgesteppt. Und die dritte Variante ist eine Paperback-Variante. Hier habe ich ein bisschen Stoff hinzugegeben, dass wir diese schöne Paperback-Optik bekommen. So, für die erste Variante des Bundes brauchen wir eigentlich nur ein Geodreieck und einen Stift, denn wir machen jetzt einfach nur den Bund ein bisschen schmaler, damit das Gummiband etwas strammer im Bund sitzt. Die erste Bundvariante ist auf jeden Fall für alle geeignet, die wissen, dass sie eine Nahtzugabe von 1 cm ganz genau nähen können und dann nicht allzu große Schlenker drin haben, denn sonst passt nachher das Gummiband nicht mehr in den Bund. Das wäre natürlich doof. Wir haben ein Gummiband von 4 cm. Da wir den Bund doppelt brauchen, brauchen wir 8 cm. Ich gebe noch ein bisschen Luft dazu, an jeder Seite 0,5. Da haben wir also 4,5 mal 2 sind 9 und das ist dann auch die Länge vom Bund. Dann brauchen wir noch auf jeder Seite 1 cm für die Nahtzugabe, also 11 und das ist dann die fertige Breite. Ich nehme jetzt hier mein Geodreieck und schaue, dass ich 11 cm abmesse und mache mir dann einfach einen Strich. Dann können wir das Ganze abschneiden. Und dann könnt ihr das Schnittteil so nehmen und auf euren Stoff legen und dann damit zuschneiden. Vergesst nicht, dass ihr die Knipse, die hier auf der Seite sind, auch wieder auf die andere Seite übertragt, weil das ist ja das, was wir jetzt gerade weggeschnitten haben. Also die Knipse brauchen wir auch auf jeden Fall. Deswegen da nochmal kurz vielleicht die Knipse übertragen oder den einen Knips, den ihr braucht. Ich habe jetzt hier Größe 42. Dann mache ich mir hier nochmal einen Strich hin, damit ich weiß, wo ich hier meine Markierungen habe, damit ich die auch noch übertragen kann. Wenn ihr euren Bund dann absteppen wollt wie hier, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr vorher den Bund noch etwas schmaler macht, wie ich hier gemacht habe, oder ob ihr ihn einfach so lasst, wie in dem Schnittmuster angegeben. Und dann können wir das Ganze absteppen. Wichtig ist, dass ihr einen großen Stich nehmt. Ich nehme jetzt mal Stichlänge 4 und dass ihr vorsichtig näht. Hier sprengt man sich schon mal seine Nadeln. Ich würde wie immer von rechts nähen. Also, dass die rechte Seite oben ist und ich beginne an der hinteren Mitte. So, wir starten jetzt mit den Absteppungen. Ihr könnt überlegen, wie viel Absteppung ihr haben wollt. Ich mache jetzt 2. Einmal bei 3 cm, einmal bei 1 cm. Und während des Nähens dehnen wir das Gummi, um den Stoff flach zu bekommen. Dabei müssen wir wirklich vorsichtig sein, weil wenn wir während des Nähvorgangs an dem Gummi zu sehr ziehen, dann sprengt uns das die Nadel. Also es kann durchaus passieren, dass ihr bei diesem Vorgang die ein oder andere Nadel kaputt macht. Wir versuchen jetzt einfach so vorsichtig wie möglich zu nähen. Also ihr fangt an wie jede normale Naht. Ihr macht 3 Stiche vor und 3 zurück, um zu verriegeln. Und jetzt fangen wir an, das Gummi zu dehnen. Macht nicht den Fehler, dass ihr einfach nur den Stoff dehnt, sondern es muss auch das ganze Gummi gedehnt werden, dass wir natürlich nachher eine gleichmäßige Raffung haben. Wichtig ist, dass ihr nicht nur vorne zieht, sondern das Ganze auch hinten ausgleicht. Weil wenn wir nur vorne ziehen und der Stich gebildet wird, dann rutscht uns das einfach vorne aus dem Füßchen raus. Das macht keinen Sinn. Deswegen hinten auf jeden Fall auch gegenhalten und während des Nähens mitziehen. Also so auf Spannung halten, dass normal transportiert werden kann. Wenn ihr das Gummi gedehnt habt und merkt, ihr kommt, sage ich mal, langsam zum Ende, dann hört auf zu nähen, lasst es einmal kurz locker und nehmt euch ein neues Stück Gummi und fangt wieder an zu dehnen und näht weiter. So. Loslassen, neues Stück greifen, wieder dehnen. Das ist immer ein bisschen fisselig hier. Und weiternähen. So, und wenn ihr die erste Naht genäht habt, dann macht das gleiche einfach nochmal mit der zweiten Naht.
So sieht das Ganze dann fertig aus. Wie ihr seht, hat auch die Anzahl der Absteppungen schon einen Einfluss darauf, wie das Ganze aussieht. Hier habe ich jetzt 2 Absteppungen gemacht und hier habe ich 4 Absteppungen gemacht. So, für die dritte Variante, die Paperback-Hose, könnt ihr euch überlegen, ob ihr den Bund aus dem Schnitt etwas schmaler macht, dass der Gummi wieder ein bisschen strammer drin sitzt, oder ob ihr den einfach so lasst, wie das Schnittmuster ist. Das könnt ihr euch jetzt selbst überlegen. Das habe ich ja bereits vorher erklärt. Und jetzt kommt quasi der Zusatz für das Paperback. Wir machen den Bund etwas höher, damit wir hier dieses Stück Stoff, was hier oben noch dran ist, mit zuschneiden. Ich habe jetzt hier ein Paperback, was 3 cm hoch ist. Das könnt ihr natürlich auch in der Höhe variieren, wie ihr wollt. Ich fand das mit 3 cm so ganz schön, aber ihr könnt natürlich auch mehr oder weniger. Immer dran denken, das Ganze wird im Bruch zugeschnitten. Das heißt, ihr braucht doppelt so viel. Also wenn ich jetzt hier 3 cm Höhe habe, brauche ich 6 cm, die ich zusätzlich dazu gebe. Ich habe mir jetzt hier ein altes Stück Papier besorgt. Das ist ein altes Schnittmuster. Und dann klebe ich mir jetzt einfach den Schnitt auf das Papier und dann setze ich mit mir jetzt hier 6 cm oben drauf. So, das Ganze können wir dann ausschneiden. Also hier habe ich jetzt quasi 6 cm zusätzlich dran gemacht und mit diesem Schnittteil könnt ihr das Ganze dann jetzt zuschneiden. Also so legt ihr das Ganze dann auf den Stoff. Auch wieder dran denken, hier ist ein Stoffbruch, der muss natürlich auch weiterhin mit bedacht werden. Und dann können wir das Ganze annähen. Ich habe den Bund jetzt einmal in der Hälfte gebügelt. Und dann schließen wir jetzt zuerst die beiden kurzen Seiten. Wir legen sie rechts auf rechts aufeinander. Und nähen sie bei 1 cm zusammen. Die Naht sogar bebügeln wir jetzt einmal auseinander. So, ich habe die Naht jetzt geschlossen und auseinander gebügelt. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt steppen wir 3 cm von der Bruchkante eine Naht. Also wenn ihr, vorausgesetzt, ihr möchtet auch ein Paperback, was 3 cm hoch ist. Wenn ihr sagt, ihr habt das jetzt schmaler oder höher zugeschnitten, dann müsst ihr das natürlich so absteppen, wie ihr euch das gedacht habt. Ich habe jetzt 3 cm genommen, also hatte ich 6 cm addiert. Wenn ihr andere Werte habt, müsst ihr natürlich anders absteppen. So, das ist jetzt auch schon der ganze Zauber an dem Paperback. Jetzt könnt ihr den Bund ganz normal an die Hose nähen, wie in meiner Nähanleitung erklärt. Fädelt dann das Gummi ein und schon habt ihr eine Paperback-Hose. Schön, dass du mit dabei warst und mit mir heute zusammen die Bundvarianten genäht hast. Falls du noch Fragen oder Anregungen hast, freue ich mich, wenn du mir an christina@bara-studio.com schreibst und wenn du mir bei Instagram und Pinterest folgst. Bis dann, ciao!